In einem ruhigen Viertel von Lima, wo gepflegte Gärten und leise Straßen das Bild bestimmten, lebte eine Frau, deren größter Traum sich spät, aber mit ganzer Kraft erfüllte. Vilma Gabriela Niño de Guzmán de la Rosa wurde am 15. Januar 1951 in der Hauptstadt Perus geboren. Über ihr früheres Leben ist wenig bekannt. Keine Skandale, keine Schlagzeilen. Nur die leisen Spuren einer Frau, die sich dem Beruf der Öffentlichkeitsarbeit widmete und eines Tages einen Mann kennenlernte, der ihr Leben verändern sollte. José Manuel Tejada Ramírez war 25 Jahre älter als sie. Ein ehemaliger Hauptmann der Infanterie, der nach seinem Ausscheiden aus der Armee eine Verwaltungsposition im öffentlichen Dienst übernommen hatte. Vilma verliebte sich in ihn. Trotz des Altersunterschieds heirateten sie. Sie war 49, er 75. Viele hielten das für eine ungleiche Verbindung, doch für Vilma war es eine späte Liebe und ein letzter Versuch, sich ihren innigsten Wunsch zu erfüllen, ein Kind zu bekommen. Dank künstlicher Befruchtung kam im Juli 2000 tatsächlich eine Tochter zur Welt. Stephanie. Für Vilma war es ein Wunder. Sie widmete sich voll und ganz der Rolle der Mutter, aufopferungsvoll, kontrollierend, überfürsorglich. Sie bestimmte Stephanies Kleidung, ihren Freundeskreis, ihre Hobbys. Doch während die Jahre vergingen, wuchs in dem Kind ein innerer Widerstand. Was als Schutz begann, wurde zur Einmauerung. Und mit jedem Jahr wurde die Beziehung zwischen Mutter und Tochter schwieriger. Als Stephanie die Pubertät erreichte, verwandelten sich harmlose Konflikte in erbitterte Machtkämpfe. Die Stimmung im Haus wurde frostig. Doch José, der Vater, nahm kaum etwas davon wahr. Er war inzwischen dement, zunehmend orientierungslos, gefangen in einer eigenen Welt. Vilma, inzwischen in Rente, pflegte ihn. Der Garten wurde ihr Rückzugsort, ein kleiner Fleck Ordnung in einem Leben, das langsam aus den Fugen geriet. Stephanie aber wollte raus, sie wollte gesehen werden, beliebt sein. Auf Social Media präsentierte sie sich als älter, reifer, verführerischer, als sie wirklich war. Die Bilder, die sie postete, lockten nicht nur Gleichaltrige, sondern auch deutlich ältere Männer an. Unter ihnen ihr Freund, dessen voller Name in den Medien nie genannt wurde, da er minderjährig war, sondern nur mit seinen Initialen: FJLH. Er war 16 Jahre alt, zurückhaltend, durchschnittlich. Er war wie gebannt von ihr. Und Stephanie? Sie merkte schnell, wie leicht er zu beeinflussen war. Er verliebte sich blindlings in ein Mädchen, das ihn nach Belieben dirigierte. Niemand ahnte, dass diese Beziehung nicht nur zerstörerisch, sondern tödlich enden würde. Die Spannungen im Haus der Familie Niño de Guzmán verschärften sich mit jedem Tag. Vilma beobachtete mit wachsender Besorgnis, wie sich ihre Tochter veränderte. Stephanie wurde lauter, abweisender, provokanter. Jede Begegnung endete im Streit. Die Argumente schaukelten sich hoch. Oft hörten die Nachbarn, wie Türen knallten oder Schreie durch den gepflegten Garten hallten. Manche hielten das Paar für Großeltern mit einem adoptierten Kind. Andere glaubten, Stephanie sei die Enkelin von Vilma. Niemand vermutete, dass es sich um Mutter und Tochter handelte. So tief saß die Kluft zwischen den Generationen. Während Vilma Tag für Tag ihren demenzkranken Mann pflegte, zog sich Stephanie in eine Welt zurück, in der sie allein das Sagen hatte. In der Schule war sie beliebt, nicht wegen guter Noten, sondern wegen ihres Auftretens. Sie war präsent, laut, stylisch. Und sie hatte einen Freund. Er war das genaue Gegenteil. Still, zurückhaltend, ein Träumer. Doch seit er regelmäßig trainierte, hatte er eine sportlichere Figur entwickelt. Stephanie bemerkte die Veränderung und begann, ihn gezielt an sich zu binden. Was zunächst wie eine typische Teenager-Beziehung wirkte, wurde für ihren Freund zur völligen Abhängigkeit. Er gehorchte ihr blind, ließ sich manipulieren, stellte sich gegen Freunde, gegen seine Familie, nur um bei ihr zu sein. Selbst als der Schulpsychologe Bedenken äußerte und Eltern des Freundes kontaktiert wurden, drang nichts zu dem Jungen durch. Er war verliebt, hörte nur auf Stephanie. Und sie nutzte diese Abhängigkeit skrupellos aus. Zu Hause verschlechterte sich die Situation weiter. Vilma verbot ihrer Tochter den Umgang mit dem Jungen. Sie war überzeugt, dass ihr Freund sie negativ beeinflusste. Für sie war es unvorstellbar, dass Stephanie überhaupt schon in einer Beziehung war. Der Druck stieg, das Klima wurde toxisch
Und dann begannen die Schulferien. Die Kontrolle, die Wilma noch mühsam aufrechterhalten hatte, begann zu bröckeln. Am Morgen des 11. Januars 2014 kümmerte sich Wilma wie so oft um ihren bettlägerigen Mann. José war nicht nur dement, sondern mittlerweile auch gelähmt. Wilma war abgelenkt, geschwächt, müde. Stefanie nutzte den Moment. Ungesehen ließ sie den Freund ins Haus. Sie schlichen sich in ihr Zimmer im 1. Stock, verbrachten Stunden zusammen, schauten Filme, redeten, schliefen miteinander. Niemand bemerkte es. Nur Vater des Freundes spürte, dass etwas nicht stimmte. Er versuchte mehrmals, seinen Sohn zu erreichen, doch ohne Erfolg. Gegen Abend erschien er vor dem Haus. Er klingelte, klopfte, wartete. Schließlich öffnete Wilma die Tür. Als er nach seinem Sohn fragte, reagierte sie empört. Sie wusste bis dahin nicht, dass ihr Freund sich im Haus befand. Doch der Gedanke, dass er mit ihrer Tochter unter einem Dach war, brachte sie in Rage. Sie knallte die Tür zu, stürmte die Treppe hinauf und öffnete das Zimmer ihrer Tochter. Was dann geschah, veränderte alles. Im Zimmer im 1. Stock eskalierte die Situation innerhalb von Sekunden. Wilma stand ihrer Tochter und dem halbnackten Freund gegenüber. Die Anspannung, die sich über Monate aufgebaut hatte, entlud sich in einem plötzlichen, unkontrollierten Ausbruch. Worte wurden laut, schrill, verletzend. Doch dieses Mal blieb es nicht bei einem Streit. Wilma verlor die Beherrschung und schlug auf ihre Tochter ein. Sie schrie, verlangte, dass ihr Freund das Haus sofort verlasse, beschimpfte beide. Der Junge, überfordert, versuchte, die wütende Frau zu beruhigen. Er wollte gehen, doch Wilma ließ ihn nicht aus den Augen. Die Auseinandersetzung wurde körperlich. Als sie ihn am Arm kratzte, griff Stefanie ein. Sie hatte mit einer Eisennadel auf das Auge ihrer Mutter gezielt und sie dann mehrmals auf den Kopf geschlagen. Dann stieß sie ihre Mutter gegen die Wand. Ein dumpfer Aufprall, ein Blutstreifen auf dem Putz. Wilma rutschte zu Boden. Reglos. Es folgte eine gespenstische Stille. Die Jugendlichen erstarrten. Das Blut, der reglose Körper. Panik. Hysterie. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Statt Hilfe zu holen, trafen sie eine folgenschwere Entscheidung. Sie versteckten die Leiche. Im Bad wuschen sie sich das Blut von den Händen, zogen ihre Kleidung aus, verstauten sie. Der Freund war blass, zitterte. Stefanie aber blieb erschreckend ruhig. Dann öffneten sie die Haustür. Der Vater ihres Freundes stand noch immer davor. Stefanie log, spielte die Kontrolle, während der Junge kaum den Blick heben konnte. Wenige Minuten später verließ er das Haus. Im Auto entriss sein Vater ihm das Handy und verbot jeglichen Kontakt zu dem Mädchen. Stefanie blieb allein zurück, mit der Leiche ihrer Mutter und mit einer Entscheidung, die alles besiegelte. Sie würde schweigen. Sie erzählte niemandem, was passiert war. Stattdessen begann sie, den Verfall zu überdecken. Sie bedeckte den Körper mit Decken und Zeitungen, kaufte Duftsprays, Chemikalien und Essig, um den Verwesungsgeruch zu übertönen. Sie lebte weiterhin in demselben Zimmer, in dem der Körper ihrer Mutter unter dem Bett lag. Und sie tat mehr. Sie lebte weiter, ging einkaufen, traf Freunde, postete Selfies in den sozialen Medien, als wäre alles normal. Mit dem Ausweis ihrer Mutter kaufte sie ein neues Handy. Sie prahlte mit teurer Kleidung und sagte, ihre Mutter sei auf Europareise. Niemand stellte Fragen. Noch nicht. Während unter Stefanis Bett der Körper ihrer Mutter langsam verweste, drehte sich die Welt draußen scheinbar ungestört weiter. Doch das Bild der heilen Fassade begann zu bröckeln. Wilmas Garten, den sie einst mit Hingabe pflegte, lag nun verwahrlost. Die Nachbarn bemerkten, dass man die sonst so präsente Frau nicht mehr beim Spaziergang sah. Und doch glaubten viele den Geschichten des Mädchens. Stefanie erzählte, ihre Mutter sei auf Reisen, mal in Europa, mal bei entfernten Verwandten. Es klang nicht glaubwürdig, aber niemand stellte es offen in Frage. Auch Verwandte riefen an. Stefanie ging ans Telefon, antwortete ruhig, distanziert. Nein, Mama sei nicht da. Ja, alles sei in Ordnung. Man müsse sich keine Sorgen machen. Die Gespräche waren kurz, kühl, und niemand hörte im Hintergrund das stumme Leiden des alten Mannes, der im selben Haus lebte. José, einst Hauptmann der Armee,
war jetzt ein Schatten seiner selbst. Er verstand nicht, was geschehen war, verweigerte das Essen, verwechselte seine Tochter mit seiner verstorbenen Frau, wenn das Licht ausfiel. Er verwahrloste zusehends, während seine Tochter nichts unternahm, um ihn zu pflegen oder Hilfe zu holen. 2 Monate lang lebte Stephanie in diesem Haus, zwischen Lügen, Verwesung und der Illusion von Freiheit. Immer wieder versuchte sie, ihren Freund zu kontaktieren, doch sein Vater hatte ihm das Handy abgenommen. Schließlich wandte sich Stephanie an seinen Cousin, Marco. Über Facebook erfand sie neue Lügen. Sie sei schwanger, aus dem Haus geworfen worden, brauche dringend Hilfe. Marco hörte ihr eine halbe Stunde lang zu, war verwirrt, aber tat nichts. Stephanie wusste, dass ihr die Zeit davonlief. Am 8. März 2014, fast 2 Monate nach dem Tod ihrer Mutter, betrat ihr Freund das Haus erneut. Er hatte sich überreden lassen, zurückzukommen, vielleicht aus Mitleid, vielleicht aus Angst. Der Gestank im Haus war kaum noch auszuhalten. Gemeinsam gingen sie ins Zimmer, in dem sich die Leiche befand. Ein riesiger Ventilator lief, die Luft war geschwängert von Chemikalien und Fäulnis. Der Junge versuchte, die Blutflecken an der Wand mit schwarzer Farbe zu überdecken, doch es war zu spät. Am nächsten Tag, dem 9. März, meldeten Wülmers Verwandte sie bei der Polizei als vermisst. Zu viele Fragen waren offen geblieben, zu viele Antworten hatten gefehlt. Die Beamten kamen gegen 20 Uhr mit mehreren Streifenwagen und Wülmers Schwester. Sie klingelten, hämmerten an die Tür. Erst nach langem Zögern öffnete Stephanie. Was die Polizei dann betrat, war kein gewöhnliches Haus. Schon beim Betreten des Hauses schlug den Polizisten ein beißender Geruch entgegen. Die Räume wirkten vernachlässigt. Überall lagen Müllsäcke, schmutzige Wäsche, leere Behälter von Lufterfrischern. Aber das war nicht das, was die Beamten beunruhigte. Es war der schwere, süßliche Gestank, der aus dem Obergeschoss kam. Ohne ein Wort zu verlieren, begannen sie, Raum für Raum zu durchsuchen. Als sie vor Stephanies Zimmertür standen, war diese verschlossen. Auf Nachfrage reichte das Mädchen ihnen einen ganzen Schlüsselbund. Doch keiner der Schlüssel passte. Wilmers Schwester, die die Szene mit zunehmend bleichem Gesicht beobachtete, verlor die Geduld. Mit fester Stimme forderte sie Stephanie auf, die Tür zu öffnen. Sofort. Das Mädchen zögerte kurz, dann zog sie wortlos einen versteckten Schlüssel hervor und reichte ihn einem der Beamten. Die Tür öffnete sich langsam. Drinnen stickige Luft, geschlossene Vorhänge, chaotisches Durcheinander und ein Geruch, der alles überlagerte. Unter dem Bett, unter Decken und Zeitungen entdeckten sie schließlich den verwesten Körper von Wilma. Ihre Gesichtszüge waren längst nicht mehr erkennbar. In der Nähe lagen Duftsprays, Flaschen mit Essig und Spuren dunkler Farbe, mit der offenbar versucht worden war, Blutflecken zu überdecken. Auf einem Tisch eine Bibel, ein Kruzifix, eine kleine religiöse Karte mit einer Widmung von Wilma an ihre Tochter. Zeichen eines längst zerbrochenen Bandes. In einem anderen Zimmer fanden die Beamten José, den Vater des Mädchens. Abgemagert, verwirrt, ungepflegt. Er hatte keine Ahnung, dass seine Frau tot war oder dass ihre Leiche nur wenige Meter von ihm entfernt unter einem Bett verweste. Die Familie hatte ihn nach der Entdeckung sofort in ihre Obhut genommen. Niemand konnte erklären, wie er so lange hatte überleben können. Noch am selben Abend wurde Stephanie in Gewahrsam genommen. Die Tatortermittler dokumentierten jeden Winkel des Hauses, sicherten Spuren, untersuchten die Wände mit Luminol. Die Staatsanwältin Naidi Kacay-Chavez war persönlich anwesend. Sie wollte sich ein Bild vom Zustand des Hauses machen. Der Fall war bereits jetzt einer der aufsehenerregendsten in ganz Peru. Stephanie wurde zunächst in das Jugendzentrum Santa Margarita gebracht. In der ersten Vernehmung zeigte sie keine Reue. Stattdessen beschuldigte sie ihren Freund. Er habe ihre Mutter erschlagen, sagte sie. Sie selbst habe nur versucht, sich zu schützen. Sie schilderte detailliert, wie er mit einem Eisenstab auf Wilma eingeschlagen habe, nachdem diese mit einer Eisennadel auf sie losgegangen sei. Alles sei außer Kontrolle geraten. Doch es war nur der Anfang eines Verhörs, das viele Widersprüche zutage fördern sollte. Die Ermittlungen nahmen Fahrt auf. Was zunächst wie ein einzelner Gewaltausbruch zwischen Mutter und Tochter gewirkt hatte, entwickelte sich zu einem komplexen Netz aus Lügen, Manipulation und gegenseitigen Beschuldigungen.
Während Stefanie versuchte, sich als Opfer einer toxischen Mutter und eines gewalttätigen Freundes darzustellen, widersprach ihr Freund ihrer Darstellung entschieden. Er wurde ebenfalls als Beteiligter festgenommen. In seiner Aussage schilderte er, dass es Stefanie gewesen sei, die auf ihre Mutter losging. Sie habe zuerst mit einer Eisennadel auf das Auge ihrer Mutter gezielt und sie dann mehrmals auf den Kopf geschlagen. Er selbst habe lediglich versucht, den Angriff zu stoppen. Auch sein Vater bestätigte, dass sein Sohn von Anfang an überfordert gewesen sei und aus Angst vor Stefanie geschwiegen habe. Die Ermittler standen vor zwei widersprüchlichen Versionen. Beide Jugendlichen versuchten, sich gegenseitig zu belasten. Beide verstrickten sich in Details, die nicht zusammenpassten. Dennoch gab es eine Konstante. Die Leiche hatte 2 Monate unter dem Bett gelegen. Niemand hatte das Verbrechen gemeldet. Und beide Jugendlichen hatten diese Zeit genutzt, als sei nichts geschehen. Sie gingen zur Schule, trafen Freunde, lebten weiter. Psychologische Gutachten zeigten ein beunruhigendes Bild. Bei dem Freund stellten die Experten fest, dass er leicht zu beeinflussen war, Angst vor Ablehnung hatte und stark von Stefanie abhängig gewesen war. Stefanie hingegen zeigte keinerlei Reue, keine Depressionen, keine emotionale Reaktion auf den Tod ihrer Mutter. Sie war kühl, kontrolliert und ließ nichts durchscheinen. Die Staatsanwaltschaft erhob schließlich Anklage gegen beide. Stefanie wegen Mordes, ihr Freund wegen Beihilfe. Bei der Rekonstruktion der Tat stellten die Ermittler fest, dass es zwar nicht eindeutig war, wer den tödlichen Schlag ausgeführt hatte, doch dass beide gemeinsam gehandelt und die Leiche versteckt hatten. Auch die Anschaffung von Chemikalien deutete darauf hin, dass keine von beiden einen Ausweg in Reue oder Geständnis suchte. Im Jahr 2014 sprach das Gericht das Urteil: Stefanie wurde zu 6 Jahren im Jugendzentrum Santa Margarita verurteilt, ihr Freund zu 4,5 Jahren in einer Jugendstrafanstalt. Luis, der von ihm als Komplize genannt worden war, wurde nicht angeklagt. Der Richter stellte fest, dass es keine ausreichenden Beweise für seine Beteiligung gebe. Die Öffentlichkeit reagierte mit Schock, nicht nur auf das Verbrechen selbst, sondern auf die Kälte, mit der insbesondere Stefanie ihr neues Leben aufgebaut hatte, während die Leiche ihrer Mutter in ihrem Zimmer lag. Auch nach der Verurteilung zeigte sie keine sichtbare Regung. Für viele war das die erschreckendste Tatsache dieses Falls. Im Jahr 2018 wurden beide Jugendlichen aus der Haft entlassen. Die peruanische Justiz war der Ansicht, dass sie ihre Strafe verbüßt hätten. Doch die Erinnerung an diesen Fall blieb als Symbol für einen familiären Albtraum, der sich hinter verschlossenen Türen abgespielt hatte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.